Hey Retrofans, heute teste ich ein Zubehör Voodoo 3 3500 Kabel. Für alle, die es kennen, bei der Voodoo 3 3500 ist so ein separates Loop-Kabel mit dabei, womit man dann daran den Monitor anschließt. Und dieses Kabel ist noch seltener als die Voodoo 3 3500. Und deswegen wurde im Forum dieses wunderschöne Kabel hier, ich will nicht sagen empfohlen, aber es wurde zumindest als Möglichkeit in den Raum geworfen. Und ja, ich habe das Ganze getestet. Wie ihr seht, habe ich hier den Stecker schon ein bisschen bearbeitet. Und gleich gibt's mehr. Verpackung vom Kabel. Ich verlinke es mit Absicht nicht. Passt nämlich nicht, das muss so angepasst werden. Und wie ihr seht, ist das hier die Ummantelung von dem Steckergehäuse. Das müsste eigentlich schon ein bisschen auseinandergedehnt werden, um ungefähr auf die Ausmaße von dem Originalteil zu kommen. Allerdings hat es bei mir so ein bisschen geklemmt, sage ich jetzt mal. Und ich habe das Ganze dann aufgegeben und einfach die Dinge abgemacht. Sieht dann halt so aus. Das Originalkabel ist ungefähr, ich würde mal sagen, 25% dicker und fühlt sich auch in der Festigkeit besser an, ist also ein bisschen massiver gebaut, scheint auch besser geschirmt zu sein. Und die Stecker, wie man sieht, das ist einmal Männlein, einmal Weiblein. Das bedeutet, man kann das Kabel nicht direkt mit dem Monitor verbinden. Man braucht dann entweder nochmal ein Adapterstück oder einen Monitor, bei dem man das Monitorkabel lösen kann. Genau, in meinem Beispiel ist es dann ein Syncmaster, hat hinten dann praktisch abnehmbare Monitorkabel und los geht's. Beim Hochfahren sieht man schon, dass rechts dieser Schleier vorhanden ist, neben der Schrift. Und im Windows wird das Ganze fortgesetzt. Ich habe 800 x 600 ausprobiert mit 100 Hertz. War das gleiche Fehlerbild. Das ist jetzt 1024 x 768 bei 85 Hertz. Und um das Ganze mal in-game zu visualisieren, habe ich gedacht, wir machen ein Spiel aus der Zeit. Quake 2 ist ja ein sehr gutes Beispiel. Quake 3 sah es auch genauso aus. Das ist für alle Spiele wahrscheinlich gleich. Ja, man sieht also sehr, sehr gut, dass auf dem rechten Bild die Texturen leicht verschwommen sind. Aber es ist jetzt nicht unspielbar. Hier hat meine Kamera leider versagt auf dem linken Bild. Aber sieht durch die Bank weg, dass das Zubehörkabel nicht
annähernd so gut ist wie das Originalkabel und ich würde es auch nicht empfehlen. Deswegen gibt es auch keinen Link. Wer trotzdem einen haben möchte, kann mich gerne fragen, dann schicke ich dem zu. Ansonsten suche ich weiter nach Alternativen und wenn ihr eine Idee habt, gerne posten. Das Kabel hat auch einen USB-Ausgang. Den habe ich auch nochmal unter Strom befeuert. Das Ergebnis war aber gleich, also egal wo ich das USB-Kabel anschließe, das Bild wird nicht besser. Ich habe dann auch versucht, das Ganze in OBS, die Voodoo 3 als Ausgang zu verwenden, also für OBS als Eingang. Es wurde aber kein Signal erkannt, also es ist dafür auch nicht gedacht. So, wie ihr gesehen habt, ist das Video relativ eindeutig. Das Kabel hält nicht annähernd die Qualität wie das Originalkabel und deswegen nicht kaufen. Spart euch die 30 € und das Rumgedrückte am Kabel. Als nächstes plane ich ein Voodoo Benji Video und abonniert, Daumen hoch und dann kriegt ihr auch Infos, wenn das nächste Video online geht. Vielen Dank und bis bald.